Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft im Heiligen Geist sei mit euch. Überlasst mich nicht meinen gierigen Gegnern, denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten. Das hat der Beter dieses Psalmes gebetet, lange Zeit bevor Jesus geboren wurde. Aber wie schon gesagt, alle diese Texte, die wir jetzt hören, auch die Psalmen, sie sind auch bezogen auf Jesus. Und das Alte Testament findet seine Erfüllung in der Person Jesu Christi. Und die Texte helfen uns, in das Herz, in das Innere von Jesus hineinzukommen, in sein eigenes Gebet, in seine Beziehung zum Herrn, auch in sein Leiden ein Stück weit hinein. Manchmal können auch diese Texte auf uns persönlich zutreffen. Und wenn es dann so ist, dann ist das eine große Hilfe für uns, weil wir wissen, wir sind dann umso enger auch mit Jesus verbunden, auch in seinem Leiden. Lasset uns einen Augenblick still sein und unser Leben, unser Herz neu vor den Herrn bringen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung, Verzeihung unserer Sünden schenkt uns der allmächtige Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, hilf uns, das Gedächtnis des Leidens Christi so zu begehen, dass wir von dir Verzeihung erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nous écoutons maintenant la lecture du prophète Isaïe et c'est le deuxième chant du serviteur de Dieu. C'est le chant du serviteur de Dieu qui dit « Mais Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as mis dans ton carquois. » Et tout ce qui est dit de ce serviteur, c'est en fait très, très positif. Ce n'est pas assez que tu es mon serviteur. Je vais te donner des nations, je vais relever les tribus de Jacob. Nous allons entendre ce texte en allemand. Le texte se trouve en Isaïe 49e chapitre, les premiers versets. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln. Merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert. Er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum Spitzenpfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle.
So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an die Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes. Mein Mund soll künden von deiner Gerechtigkeit. Mein Mund soll künden von deiner Gerechtigkeit. Herr, ich suche Zuflucht bei dir, lass mich doch niemals scheitern. Reiß mich heraus und rette mich in deiner Gerechtigkeit. Wende dein Ohr mir zu und hilf mir. Mein Mund soll künden von deiner Gerechtigkeit. Sei mir ein sicherer Ort, zu dem ich allzeit kommen darf. Du hast mir versprochen zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Mund soll künden von deiner Gerechtigkeit. Herr, mein Gott, du bist ja meine Zuversicht, meine Hoffnung von Jugend auf. Vom Mutterleib an stütze ich mich auf dich, vom Mutterschoß an bist du mein Beschützer. Dir gilt mein Lobpreis alle Zeit. Mein Mund soll künden von deiner Gerechtigkeit. Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit künden und von deinen Wohltaten sprechen den ganzen Tag. Denn ich kann sie nicht zählen. Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, noch heute verkünde ich dein wunderbares Wort. Mein Mund soll künden von deiner Gerechtigkeit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Roi éternel et de gloire, salut au Christ, notre Roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Das Evangelium von heute ist aus Johannes dem 13. Kapitel nach der Fußwaschung der Jünger, und es geht darum, dass jetzt so wie eine Trennung kommt. Jetzt kommt der Verrat von Jesus. Es sind sehr bewegende Worte, die wir jetzt hören und ein Schritt tiefer noch in das Herz von Jesus hineinkommen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même. Et il attesta, Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table, tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as fait, ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres.
Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me cherchez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Liebe Brüder und Schwestern, wo sind wir? Wo stehen wir? Und jeder darf sich fragen, wo stehe ich? Wo stehe ich, wenn es um Jesus geht? Wo stehe ich, wenn es um Jesus geht in der Gesellschaft? Nicht nur, wenn ich in der Kirchenbank, im Kirchenstuhl sitze, da ist alles fein und ruhig, aber wo stehe ich, wenn es draußen um Jesus geht? Wenn Jesus angegriffen wird? Wenn die Wahrheit angegriffen wird, wo stehe ich? Wir sehen 3 verschiedene Positionen, wo man stehen kann, wenn es um Jesus geht. Erste Position, die von Judas. Er war einer von den Jüngern Jesu und Jesus ist erschüttert, im tiefsten erschüttert. Er hat ihn auserwählt, hat ihm großes Vertrauen geschenkt. Und er spürt, genau dieser Mensch, er wird hier seinen Weg gehen, der eigentlich ein schrecklicher Weg für ihn, für Judas ist. Ein schrecklicher Weg, Jesus weiß es. Judas konnte sich nicht in die Pläne von Jesus hineingeben. Judas hatte sich alles anders und größer vorgestellt. Wir haben kein Recht, ihn zu verurteilen. Stehen wir da wie Petrus, der sagt, Jesus, ich bin bereit, mein Leben für dich hinzugeben. Petrus, der zu Johannes sagt, frag ihn, wer ist es, der ihn verraten wird? Petrus, der ein Eiferer ist. Öfters schon hatte Jesus ihn so ein bisschen zurückgenommen. Aber Petrus war noch sehr, sehr erfüllt von seinem eigenen Willen. Von seinem Willen, auch Jesus zu dienen, was sicher nicht schlecht war. Er hat viel Gutes getan. Wir versuchen auch viel Gutes zu tun. Ist nicht schlecht. Aber dennoch hat Petrus Jesus 3-mal verleugnet. Hat ihn verleugnet. Wir wissen es. Noch einmal, wir haben kein Recht, auch den Petrus zu verurteilen. Wo stehe ich, wenn jemand mich direkt anspricht, so wie die Magd am Feuer? Bist du auch einer von denen? Gehörst du auch zu denen? Bist du auch einer von den Frommen? Bist du auch einer, der sonntags noch zur Kirche läuft? Und. Wir haben kein Recht zu urteilen. Wo stehen wir? Die beste Stellung und die festeste Stellung hat Johannes. Johannes, der Jünger, der am Herzen Jesu an seiner Brust ruht während dem Abendmahl. Und Johannes, er war nicht mehr geprägt von seinem eigenen Willen, aber sein Wille war erfüllt mit der Liebe, die Gott ihm geschenkt hat. Er war schon ganz erfüllt von der Liebe, von dem Herzen Jesu und Jesus, der selbst am Herzen des Vaters geruht hat. Johannes hat an dem Herzen Jesu geruht, das am Herzen des Vaters geruht hat. Es war nicht mehr
seine Pläne, sein Denken, seine Überzeugung und so weiter. Es war die Liebe. Und es war die Liebe, die Johannes getragen hat bis ans Kreuz. Mit Sicherheit hat der Johannes auch nicht alles verstanden. Hat auch nicht verstanden, musste das jetzt sein. Aber die Liebe, die war fest, die war klar. Ich begleite Jesus aus Liebe. Auch wenn ich jetzt nicht alles so verstehe und nicht verstehe, warum. Genauso sehen wir es bei Maria, der Mutter Jesu. Es ist die Liebe einer Mutter, die Jesus begleitet. Es ist die Liebe von einigen Frauen. Es ist nicht die theologische Überzeugung, Katechismus und was man alles gelernt hat. Es ist einfach nur die Liebe, die bleibt. Und die Liebe ist treu. And dear brothers and sisters, some words in English. It sounds like a paradox when Jesus said, at the moment where Jude is going out, well, it is said, now it was night, it was dark. And then Jesus said, now the Son of God is being glorified, and God is glorified in him. Where's the glory? Jesus is going to be betrayed. He's going to be accused. He's going to be sentenced to death. He's going to be whipped with a scourge. He's being tortured. Where is the glory? Where does God want to glorify Jesus? It's terrible for us, for our thoughts, to imagine how God can permit this glorification. And Jesus says that when God is glorified in him, also God will glorify him, and he will soon glorify him. So once again the question, what is the glory of Jesus? The glory of Jesus, let me tell this, I'm deeply, profoundly convinced that the glory of Jesus is his victory over death. It's beautiful, this immortality, his resurrection, that's part only of his glory. But let me tell you what is the deepest, the biggest glory of Jesus. The greatest glory of Jesus and where he's been glorified is when people accept Jesus, accept the cross, accept the forgiving of the sins. And when Jesus can say to his Father, look, Father, so many have accepted my blood. So many have said yes to me. So many have accepted my pardon. So many converted. So many accepted the love with which you love me. Dear brothers and sisters, we ourselves, have you ever imagined this? We ourselves, we are the glory for Jesus. And like Jesus, we are called also to live in him, to live a life of glory, of hope, of faith, of love, an everlasting life, a life of resurrection. This is the glory of Jesus. So let's ask the Lord to be with Jesus, to be in love with him till the foot of the cross. With Mary, with John, with some women who had a great love for Jesus. Let us ask the Lord that he fills our heart with this same love. Herr Jesus Christus, wir beten dich heute lobend für all die Menschen, die an dieser Zeit beschweren, die angesperrt sind, für alle guten die sich viel vorstellen, wost du dann, Herrgott, wirst in der ganzen Situation, Herrgott, lass kein zugrunde, maar dann von ihrem Herz ob, dass sie dich und dein Leben auch in der schweren Situation erkennen, Herrgott, Herr uns.
Wir beten für alle guten Dinge, die am Dienst von Armen stehen, dass sie an der Situation, in der wir alle guten zusammen sind, dass wir als Herz offen haben, auch bereit für Gern zu und Geduld zu und füreinander da zu sein, Herr Gott uns. Wir beten für alle guten Dinge, die dafür kämpfen, dass Menschen gerettet werden, dass ihnen das Leben erhalten wird. Sehen du sie, stärk du sie, schenkt ihnen immer neue Kraft, Herr Gott uns. Wir beten für die politisch Verantwortlichen, dass sie auf Weisheit die richtigen Decisionen können holen, Herr Gott uns. Und wir beten auch für alle Verstorbenen, hol du sie ab an dein Licht, Herr Gott uns. Und heute hat man mich gebeten, für ein kleines Kind zu beten. Das Kind heißt Michele. Es braucht jetzt viel Hilfe von den Ärzten. Herr unser Gott, lass diesem Kind Gesundheit und Hilfe geschenkt werden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn schenkst, damit wir nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Schenk uns diesen Glauben, feste Hoffnung, treue Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Wie dieses Wasser sich mit Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasst uns dieser Kelch teilhaben in der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wasche ab meine Schuld, von all meinen Sünden mache mich rein. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Sei uns gnädig, Herr, unser Gott, und sieh auf die Opfergaben deines Volkes. In dieser Feier schenkst du uns Anteil am heiligen Mahl. Führe uns auch zum Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns,
deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt die Macht des Vaters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht der Verratung nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Claude, l'évêque auxiliaire Léo et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta volonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Immaculée Conception, avec Saint Joseph, les apôtres, Saint Laurent et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Toscherot mit dem Mundene ist dir Gott allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam, getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünden, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung, deshalb bitten wir. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für alle hingegeben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns, barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mal die Gabe des Heiles geschenkt. Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit und in der kommenden Welt, das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne, behüte, bewahre uns, unsere Familien, Gemeinden, unsere Kirche, diese Welt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Uns allen von ganzem Herzen wünsche ich eine gesegnete, eine heilige Karwoche.